Das Kurzdarmsyndrom ist eine komplizierte Erkrankung und betrifft die Menschen auf verschiedenen Ebenen. Und deswegen braucht es für die Behandlung des Kurzdarmsyndroms Spezialistinnen und Spezialisten aus verschiedenen Fachgebieten. Also Kurzdarmpatienten, die eine parenterale Ernährung bedürfen, sollten eigentlich in Zentren versorgt werden, weil wir sehr viele unterschiedliche Disziplinen brauchen. Ein Team besteht immer aus verschiedenen Professionen, Ärzten, ausgebildeter Pflege, Sozialarbeitern, Psychologen und anderen Berufsgruppen. Also ich brauche eine Riesengruppe von Leuten, die zusammenarbeiten müssen und auch können. Und nur dann kann man das richtige Konzept auf die Beine stellen. Dann ist es eine sehr, sehr spezielle Therapie mit ganz besonderen Problemen und Nebenwirkungen. Und weil das Ganze so selten ist, hat eigentlich nur ein großes Zentrum, das viele von diesen Patienten sieht, die Chance, diese Patienten qualitativ wirklich gut zu versorgen. Die Zusammenarbeit mit anderen Fachabteilungen und Fachbereichen in unserem Krankenhaus funktioniert sehr gut. Und zwar deswegen, weil wir zwar ein großes Unispital sind, aber dann doch wieder klein genug im pädiatrischen Bereich, um uns alle persönlich zu kennen. Das heißt, wir haben kurze Wege, wir kennen und schätzen uns und davon profitieren letztlich auch die Patientinnen und Patienten. Und wir schauen sehr oft im Team gemeinsam Patienten an. Das heißt, der Arzt, jemand aus der Pflege und ich sitzen zum Beispiel bei einem Patienten und wir suchen gemeinsam nach Lösungen. Die Rolle der Chirurgie ist ein bisschen ambivalent. Zum einen sind Chirurginnen und Chirurgen die Verursacher des Kurzdarmsyndroms, in den meisten Fällen durch Resektion von Darmteilen. Zum anderen können wir durch zum Beispiel Darmverlängerungsoperationen oder durch Verschluss von Seitenausgängen, Fisteln etc. den Patienten und Patientinnen richtig helfen. Serotonin wird in unserem Dünndarm produziert. Wenn wir weniger Dünndarm haben, dann haben wir automatisiert auch weniger Glückshormone. Das heißt, es ist nicht außergewöhnlich, dass man vielleicht einmal einige Zeit keinen Antrieb verspürt oder dass man traurig ist oder eigentlich die Gefühle gar nicht zuordnen kann und Ähnliches. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass Sie sich Ihrem Arzt anvertrauen. Es gibt also keinen Grund, den Psychiater zu scheuen oder die Psychotherapie nicht in Anspruch zu nehmen. Wir versuchen von unserer Seite die Eltern dahingehend zu unterstützen, dass sie merken, wir sind permanent für sie erreichbar. Wir haben einen Rufdienst beispielsweise, den man Tag und Nacht anrufen kann. Und kriegen sie auch am Wochenende oder mitten in der Nacht einen Ansprechpartner, der genau weiß, wie ihre Situation ausschaut. Wir haben bei uns im Haus eingeführt, dass wir sogenannte Kurzdarmtage haben, wo wirklich nur Patienten mit Kurzdarm kommen und dann sehr intensiv betreut werden. Wir wollen, dass die Menschen Experten für ihre Situation sind, weil ich bin Therapeutin, ich helfe aus Sicht der Therapeutin, aber ich lebe diese Situation nicht. Dass man regelmäßig und oft und klar kommuniziert und dass man Eltern und größere Kinder in Entscheidungsprozesse, soweit das möglich und sinnvoll ist, mit einbezieht. Dass man empathisch ist, aber wir können ja unterscheiden zwischen Mitgefühl und Mitleid. Und das, was der Behandler braucht, ist Mitgefühl. Also ich fühle mit, aber ich leide nicht mit. Weil das Mitleid macht dann handlungsunfähig und Mitgefühl ist gut, da kann ich meine Rolle wahren. Und da darf ich raten, dass sich jede betroffene Familie und auch jeder betroffene Erwachsene einen Buddy sucht, einen Gleichgesinnten, so einen Peer-to-Peer. Ich glaube, das ist eine ganz gute Empfehlung. Sinnvoll wäre, wenn sich zwei Männer zum Beispiel finden oder zwei Frauen im etwa gleichen Alter oder in Familien, die beide kleine Kinder haben. Das hat für beide Gruppen einen Vorteil. Die Idee war, eine Gruppe zu gründen, daher auch der Name, die chronischen Experten, Patienten Know-how über ihre Krankheit zu geben, sie selbstbewusst zu machen, dass sie
auch im Team mit Ärzten, mit medizinischem Personal auf Augenhöhe mitreden können und nicht nur passiv ihre Krankheit ertragen müssen und auch nicht nur passiv belehrt werden, sondern aktiv lernen, mit der Krankheit umzugehen. Wir haben daher auch mitgearbeitet beim Behandlungsleitfaden für die chronischen Experten, wo auch solche Tipps und Tricks und Praxisinformationen mit einfließen sollen.